Wir danken dir für diesen neuen Tag and for this new opportunity. und für diese neue Möglichkeit. Thank you that we can now study your word. Wir danken dir, dass wir jetzt dein Wort studieren können. And pray that it will touch our hearts Und ich bitte, dass es unser Herz berühren möge and help us to receive an understanding which will change our hearts, und bitte hilf uns, ein Verständnis zu erhalten, was unsere Herzen verändert, so that it does not remain head knowledge, sodass es nicht allein Kopfwissen bleibt, and that it might draw us closer to you. und dass es uns näher zu dir zieht. Please bless Brother Mark as he's leading out. Bitte segne Bruder Mark, wenn er jetzt anleitet, Also the translation of the live stream, und bitte segne auch die Übersetzung und den Livestream. and help us to pay attention and to understand Und things bitte of the word. hilf uns, dass wir aufmerksam sind und dass wir dein Wort besser verstehen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. If you look in the live stream, you find some notes there. Wenn wir hier im Livestream schauen, da finden wir ein paar Notizen. Now, this morning we're just going to go over it. It's an old topic. Und das Thema, was wir heute Morgen anschauen, ist ein älteres Thema. It's a simple topic, Und an sich auch ein einfaches Thema. but it's like a lot of things, many people just don't understand this. Aber wie bei vielen anderen Dingen verstehen das trotzdem viele nicht ganz richtig. Okay. Now, there's it's nearly all Bible verses. There's 2 quotes, but the other one I'll do when we get down there. Das sind fast alles nur Bibelverse und die paar Zitate, die werden wir dann separat auch noch im Livestream übersetzt posten. Okay, so, and the reason why we're doing this topic is because the brethren in Parminder's group, or specifically Parminder, Und der Grund, warum wir jetzt dieses Thema hier anschauen, ist, weil besonders Parminders Gruppe oder Parminder selbst, he's now making videos about the Sabbath, it's basically destroying the Sabbath. weil er jetzt anfängt, Videos zu machen, wo er letztendlich den Sabbat wirklich angreift und zerstören möchte. But he's doing it very sneakily, using certain doctrines of the Bible to confuse people. Weil er tut das sehr unterschwellig und er benutzt verschiedene Lehren der Bibel, um Leute damit zu verwirren. And he's trying to show that the partition wall, when it was broken down, includes also the Sabbath. Und er möchte letztendlich zu dem Punkt kommen, dass diese Trennmauer, die niedergerissen worden ist von Jesus, letztendlich auch den Sabbat beinhaltet. So, we're going to make sure that we understand it correctly so that we can defend this truth and not get confused ourselves. Und wir müssen deswegen sicherstellen, dass wir das richtig verstehen, damit wir das verteidigen können und selbst nicht verwirrt werden. Okay, so we're going to look at these 2 laws in God's Word. Deswegen, wir werden uns hier diese 2 Gesetze in Gottes Wort anschauen. So, the 2 laws are Moses, or the law of Moses, and the law of God. Also diese 2 Gesetze sind einmal das Gesetz des Mose und das Gesetz Gottes. Okay, so we'll look at these as we go through. Right. Und wir werden die uns anschauen, wenn wir jetzt fortfahren. So, let's begin. 2 Kings chapter 21, verse 8. Fangen wir an mit 2. Könige 21, Vers 8. It says, Neither will I make the feet of Israel move any more out of the land which I gave their fathers, only if they will observe to do all according to all that I have commanded them, and according to all the law that my servant Moses commanded them. So how many people commanded them? Also wie viele Leute haben sie hier geboten? It says, I have commanded them and Moses was Okay, commanded. so how many is that? Also Gott sagt, ich habe geboten und Mose hat geboten. Also wie viele sind das? Come on, it's two, right? Das sind 2. I'm asking leading questions so we can withdraw the information, so let's participate in this. Also ich stelle hier diese Leitfragen, sodass wir
Anteil nehmen können an der Klasse. So God commanded them and Moses commanded them, right? Also Gott hat geboten und Mose hat geboten. So in 1 Kings chapter 2 and verse 3, Und in 1. Könige Kapitel 3, Vers 2. no, 2 and verse 3, chapter 2, 3. 1. Könige 2, Vers 3. And keep the charge of the Lord thy God to walk in his ways, to keep his statutes and his commandments and his judgments and his testimonies, as it is written in the what? The law of Moses, that thou mayest prosper in all that thou doest and whithersoever thou turnest thyself. So in the law of Moses, right, there was commandments that was there so that you could keep God's law, right? Also im Gesetz des Mose gab es Gebote, die dich letztendlich, die dir helfen sollten, Gottes Gesetz zu halten. But these were things that Moses had commanded them to do. Aber das waren Dinge, die Mose ihnen aufgetragen hat zu tun. Okay, and it's called the law of Moses. Und es wird hier als das Gesetz des Mose bezeichnet. In Acts 15 and verse 5, Und in Apostelgeschichte 15, Vers 5, it says, But there rose up certain of the sect of the Pharisees which believed, saying that it was needful to circumcise them and to command them to keep the law of Moses. Right? Yes? Okay. also hier gab es welche, die gesagt haben, ihr müsst jetzt das Gesetz Mose immer noch halten. And in 1 Corinthians 9 and verse 9, Und in 1. Korinther 9, Vers 9 sagt es, says, For it is written in the law of Moses, Thou shalt not muzzle the mouth of the ox that treadeth out the corn, doth God take care for oxen. Right? So you can clearly see that it's written, there is a law of Moses. also man kann ganz klar sehen, dass hier geschrieben steht, dass es ein Gesetz des Mose gab. But let's look at the contrast between the law of Moses and the law of God. Aber lass uns jetzt diesen Kontrast zwischen dem Gesetz des Mose und dem Gesetz Gottes anschauen. In Isaiah chapter 5 and verse 24, Und zwar gehen wir dazu zu Jesaja 5, Vers 24. it says, Therefore as the fire devoureth the stubble, and the flame consumeth the chaff, so their root shall be as rottenness, and their blossom shall go up as dust, because they have cast away the law of the Lord of hosts, and despised the word of the Holy One of Israel. So what have they cast away? Also was haben sie hinweggetan? The law of God, right? Oder hinweggeworfen? Sie haben das Gesetz des Herrn hinweggeworfen. In Hosea chapter 4 and verse 6, Und Hosea 4, Vers 6 sagt, it says, My people are destroyed for lack of knowledge, because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me, seeing thou hast forgotten the law of thy God. I will also forget thy children. Right, so there's the law of God and the law of Moses. also es gibt einmal das Gesetz Gottes und es gibt das Gesetz des Mose. And in Romans chapter 8 and verse 7, Und in Römer 8, Vers 7, it says, Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Right? So, in Romans chapter 8 and verse, Romans chapter 8 and chapter 7, they're directly speaking about these two laws. also Römer 8, Vers 7 spricht hier über diese zwei unterschiedlichen Gesetze. No, it says Romans 8 and Romans 7 Ja. are specifically speaking. Also Römer 8 und Römer 7 sprechen über diese verschiedenen Gesetze. Okay. So let's now see physically a difference in the Bible. Und lass uns jetzt hier diesen physischen Unterschied in der Bibel entdecken. In Deuteronomy 31 verse 24, Und zwar in 5. Mose 31, Vers 24. said, it came to pass when Moses had made an end of writing the words of this law in a book until they were finished. So, where did Moses write the law? Also wo hat Mose das Gesetz hingeschrieben oder sein Gesetz hingeschrieben? Right, it says in a book. In einem right? Buch. So the law of Moses was written in a book, Also das Gesetz des Mose wurde in ein Buch geschrieben. right? Richtig? But Exodus 31 and verse 18, Aber 2. Mose 31, Vers 18 sagt,
It says, and he gave unto Moses, when he had made an end of communion with him upon Mount Sinai, 2 tables of testimony, tables of stone, written with the finger of God. Right? So where was the law of God written? Also worauf wurde das Gesetz Gottes geschrieben? On tables of stone, right? Auf diese 2 Steintafeln. Okay, so the question, come back to this, the book, who wrote the law in this book? Also wer hat das Gesetz geschrieben, was in dieses Buch geschrieben wurde? Moses, right? Das war Mose. It was written by his hand, Und right? es wurde durch seine Hand geschrieben. So, it was written by Moses, but yet the law of God on 2 tables of stone, who wrote that? Aber das Gesetz Gottes auf 2 Steintafeln, wer hat das geschrieben? Der Finger Gottes. It was written by God, right? Okay. Deuteronomy 31 and verse 26. Dann lesen wir jetzt 5. Mose 31, Vers 26. It says, take this book of the law and put it in the side of the ark of the covenant of the Lord your God, that it may be there for a witness against you. So where was this book to be put? Wo wurde dieses Buch hingetan? On the side of the ark. And what was it there for? An der Seite der Arche. Und was sollte es sein? Also wozu sollte es dienen? It was a witness against them, right? Es war ein Zeuge gegen sie. It was placed in the side of the ark, right? And it was against them. Also es war an der Seite der Arche ist es platziert worden und es war ein Zeuge gegen sie. Right? But in Exodus 25 and verse 16, Aber in 2. Mose 25, Vers 16 sagt es, it says, thou shalt put into the ark the testimony which I shall give thee. And in Deuteronomy 4 verse 13, und in 5. Mose 4, Vers 13, it says, and he declared unto you all his covenant which he commanded you to perform, even 10 commandments, and he wrote them upon 2 tables of stone. And in 1 Kings 8 and verse 9, und in 1. Könige 8, Vers 9, it says there was nothing in the ark save the 2 tables of stone. Right? So the law that God wrote, where was it placed? das Gesetz, das Gott geschrieben hat, wo wurde das hingetan? In the ark. Das wurde Right? in die Bundeslade gelegt. So you already see there's a big contrast between the two, right? Und man kann schon direkt von Anfang an dann sehen, dass es einen großen Gegensatz zwischen diesen beiden hier gibt. Go to Einen großen Unterschied. Hebrews chapter 8 Gehen wir zu Hebräer Kapitel 8 and let's read verses 4 through 6. und lassen uns dann die Verse 4 bis 6 lesen. It says, for if he were on earth, he should not be a priest, seeing that there are priests that offer gifts according to the law, who serve unto the example and shadow of heavenly things, as Moses was admonished of God, when he was about to make the tabernacle. For see, saith he, that thou make all things according to the pattern showed thee in the mount. But now hath he obtained a more excellent ministry, by how much also he is the mediator of a better covenant. What was my point? Okay, so it's speaking about Christ, right? When if Christ was on earth, what did it say that he should not be? Also es spricht über Christus und als Christus auf der Erde war, was sagt es hier, was sollte er nicht sein? Priest. He wouldn't be a priest. Why would Christ not be a priest? Er sollte auf Erden kein Priester sein, warum nicht? Because there were already priests. Tells you there. Because there's already priests according to the No.
the law of Moses. Weil da gab es bereits Priester gemäß dem Gesetz des Mose. Because it says, See, saith he, that thou make all things according to the pattern showed thee in the mount. So the pattern that was shown him in the mount was to do with the tabernacle and its services, right? Es steht ja hier, dass er in Vers 5 alles gemäß dem Muster machen sollte, was ihm auf dem Berg gezeigt worden ist. Und das war ja letztendlich das Muster des Heiligtums, was ihm dort gezeigt wurde, was dann mit dem Gesetz des Mose in Verbindung war. So under the law of Moses there was priests according to the pattern. Also unter dem Gesetz des Mose gab es dann Priester gemäß dem Muster. And also in verse 6 Und in Vers 6, Hebräer 8,6, tells you it's speaking about the old covenant, because in verse 6 it says, But now he hath obtained a more excellent ministry, by how much also he is the mediator of a better covenant, right? also da sagt es uns auch ganz klar, dass es hier über den alten Bund spricht. Und Jesus ist der Mittler eines besseren Bundes geworden. Okay, so what also can we relate to these two laws? Was können wir also auch noch in Bezug setzen zu diesen beiden Gesetzen hier? Okay, they're the old and new covenants, right? Alten und den neuen Bund. So let's put here old covenant, new. Excuse me, rush things. Okay, so Just one point to that. Because God's law was also part of the old covenant, right? yeah, but we're not denying that. We'll come to that understanding as we go through, right? Also nur um sicher schon klarzustellen, Gottes Gesetz war auch Teil des alten Bundes. Okay, but Und das, we das will. werden wir gleich noch genauer sehen. I'll explain that when we go through. Right? Das werde ich erklären, wenn wir weiter vorwärts gehen. Actually, if you want to make this argument, the stone tables right here are actually part of this covenant. But I'm only putting the stone tables here to explain that this was specifically written by God, whereas this one was written by Moses. That's the only contrast that I'm showing there. Also letztendlich, wenn man genau sein möchte, diese zwei Steintafeln sind eigentlich Teil des alten Bundes. Aber ich habe das jetzt hier so getrennt aufgezeichnet, um zu zeigen, dass letztendlich dieser Unterschied besteht zwischen dem Buch und den Steintafeln. Das eine ist von Mensch geschrieben, das andere von Gott. Okay. So, go to Hebrews chapter 7, Gehen wir jetzt zu Hebräer Kapitel 7, verses 15 and 16. Verse 15 bis 16. It says, And it is yet far more evident, for that after the similitude of Melchizedek there ariseth another priest, who is made not after the law of a carnal commandment, but after the power of an endless life. So, Christ is a priest after the order of Melchizedek. Also right? Christus ist ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Yes. Okay. Romans, so it is telling us there that this law is a carnal commandment, right? Also es sagt uns hier in Vers 16, dass dieses Gesetz hier ein fleischliches Gebot ist. Right? But let's read what it says in Romans chapter 7 and verse 7. Aber lasst uns jetzt schauen, was es sagt in Römer 7, Vers 7. What shall we say then? Is the law sin? God forbid. Nay, I had not known sin, but by the law. For I had not known lust, except the law had said, Thou shalt not covet. Romans 7 and verse Und 14. dann lesen wir noch Vers 14 im selben Kapitel. For we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. Right? So the law is what? Das Gesetz ist was?
spiritual. Es ist geistlich. But we are what? Aber wir sind Carnal, fleischlich. right? This is why we say that we're under the Old Testament, even though spiritually speaking, because we are carnal, right? Deswegen sagen wir ja auch, dass wir noch unter dem alten Bund geistlich gesprochen sind, weil wir immer noch diesen fleischlichen Sinn haben. Okay. Hebrews 9, Hebräer Kapitel 9, verses 8 to 10. Verse 8 bis 10. In fact, Marish, you want to read that? 8 to 10, please. The Holy Ghost, this signifying that the way to the holiest of all was not yet made manifest, whereas the first tabernacle was yet standing, which was a figure for the time then present, in which were offered both gifts and sacrifices that could not make him that did the service perfect as pertaining to the conscience, which stood only in meats and drinks and diverse washings and carnal ordinances imposed on them until the time of Reformation. Okay, so it's talking about the first tabernacle, this temple that was built on earth, right? Spricht hier über dieses erste Tabernakel, diese Stiftshütte, dieser Tempel, der auf Erden gebaut worden ist. And it says that it had carnal ordinances, right? Beim Vers 10 sagt es, dass dieser erste Tempel fleischliche Verordnungen hatte. So Oder Satzungen. ordinances, and ordinances are they're like requirements that you have to do about dress and eating and a thousand different things, right? Also diese Satzungen sind letztendlich Vorschriften, die du befolgen hast über Kleidung, über Essen und tausende Dinge, was diesen Gottesdienst damals anging. But they were all to teach them spiritual lessons, right? Aber sie sollten ihnen allen, also jeder dieser Vorschriften sollte geistliche Lehren ihnen beibringen. So these carnal ordinances were there until the time of Reformation, right? Also diese fleischlichen Satzungen waren da bis zur Zeit der Reformation. Okay, now, and we're familiar with this quote from Adventist Home. It's in the live stream group. Also hier das nächste Zitat ist aus dem Adventist Home, das ist auch in der Livestream-Gruppe, auch ein Dokument, was ich da übersetzt habe. It says, the lower passions have their seat in the body and work through it. The words flesh or fleshly or carnal lust embrace the lower corrupt nature. The flesh of itself cannot act contrary to the will of God. We are commanded to crucify the flesh with the affections and lusts. How shall we do it? Shall we inflict pain on the body? No, but put to death the temptation to sin. The corrupt thought is to be expelled. Every thought is to be brought into captivity to Jesus Christ. All animal propensities are to be subjected to the higher powers of the soul. The love of God must reign supreme. Christ must occupy an undivided throne. Our bodies are to be regarded as his purchased possession. The members of the body are to become the instruments of righteousness, right? So, we've been through this topic, so you can see that this law is linked to the carnal propensities that we have in our bodies, right? Sie können sehen, dass dieses Gesetz hier mit diesen fleischlichen Neigungen in unserem Körper verknüpft ist. So these two laws are really teaching us about the two natures, Also right? diese beiden Gesetze lehren uns wirklich in Wirklichkeit über diese beiden Naturen. This one is speaking us about our carnal nature, Das hier spricht über unsere fleischliche Natur right? And it's pointing to this one that's this Reformation, which is going to teach us about our spiritual nature. und das weist uns dann auf das hier hin, auf diese Reformationszeit, was uns dann über die geistliche Natur uns etwas lehren soll. Moses was a type of Christ, right? Mose war ja ein Typus für Christus. So Christ was therefore the antitype, Und right? Christus war deswegen der Antitypus. So these two laws are teaching us many aspects of the gospel, right? Diese beiden Gesetze, die lehren uns viele Aspekte des Evangeliums. And hence in Romans 8, Und deswegen finden wir weiter in Römer Kapitel 8. Philip, read verses 1 to 4, please. Und in Römer 8 lesen wir die Verse 1 bis 4. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Walk not after the flesh, but after the Spirit.
For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh. The righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Okay, so just think about what we've just went through. What are these 4 verses speaking about? Also denkt daran, durch das was wir gerade durchgelesen haben, worüber sprechen diese 4 Verse? The 2 laws, Mhm. right? Es spricht hier über diese 2 Gesetze. Because it says that, first of all, it says that you're not to walk after the flesh, but after the Spirit, and then it explains itself, right? Also erstmal sagt es, wandel nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist, und dann erklärt uns das. Because it says, for the law of the Spirit of life in Christ, Jesus has made us free from the law of sin and death, right? Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus, Jesus, hat uns freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. So this is a law of sin and death, and this is a law of life. Also das Right. ist ein Gesetz von Sünde und Tod, und das ist ein Gesetz des Lebens. Right? All see that? Okay. So, go to. Okay, the question I want to ask now is: so, why? Why was this given? Right? Die Frage ist jetzt, warum wurde das hier gegeben? And I'll just put an arrow here. I'm going to put that across here like that. The stone tables, right? Ich werde jetzt hier diesen Pfeil hier hinsetzen, diese Steintafeln. Okay. And the question is, why was this law given? Die Frage ist jetzt, warum wurde das Gesetz gegeben? Well, it tells us here in 1 John, in these next verses, in 1 John 3 verse 4. Sagt uns jetzt hier in 1. Johannes 3, Vers 4. Fyodor, do you want to read that, please? Whosoever committeth sin transgresseth also the law. For sin is the transgression of the law. Okay. So, sin, and Sister White says this is the only definition of sin, right? Ellen White sagt, das, was wir gerade gelesen haben, ist die einzige Definition von Sünde. Sin is the transgression of the law. Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Where do you begin to transgress God's law? Und wo fängst du an, das Gesetz Gottes zu übertreten? In your mind. In deinem Kopf, in deinem Verstand. Sin begins in the mind, and then the words and the actions are just the result of cherishing the thought, right? Also die Sünde fängt in deinem Verstand an. Letztendlich die Worte und die Handlungen sind ja nur ein Resultat von dem gehegten Gedanken. Okay, so if something wrong comes out of our mouth, or we do a wrong action, it's because there's something wrong in our mind, right? Deswegen, wenn etwas Falsches aus unserem Mund hervorgeht oder wir eine falsche Handlung tun, dann nur deswegen, weil etwas Falsches in unserem Verstand ist. Hence, the understanding of God's word rectifies our wrong understandings, right? And also gives us power to overcome our corrupt mindsets, right? Deswegen das richtige Verständnis von Gottes Wort kann dann unsere falschen Gedanken sozusagen verändern, und das kann dann wiederum unsere falschen wrong thoughts, words, Wrong concepts. also das beseitigt dann die falschen Konzepte, deswegen auch unsere Worte und Handlungen werden dann richtig sein. Okay, Daniel, read Galatians 3 and verse 19, please. Gehen wir jetzt zu Galater 3, Vers 19. Wherefore then serveth the law? It was added because of transgression, that the seed should come, to whom the promise was made, and it was ordained by angels in the hand of the mediator. Right. So this verse, why does it look like it's contradicting itself? Also warum schaut dieser Vers so aus, als ob er sich selbst widersprechen würde? Let's see who's paying attention. Lass uns schauen, wer aufmerksam ist. There are 2 laws. Okay, but why do you say that? What's this verse got to do with 2 laws? Also gibt es 2 Gesetze, und was hat dieser Vers mit 2 Gesetzen hier zu tun? Sin is the transgression of the law. And this law was added because of transgression. Okay, Also die Sünde ist die Übertretung des Gesetzes, aber dieses Gesetz hier wurde hinzugefügt wegen der Übertretung.
So it says, who serves the law? The law was added because of what? Transgression of the law, Also, right? was für einen Zweck dient dieses Gesetz? Das Gesetz wurde hinzugefügt wegen der Übertretung des Gesetzes. So because they had been breaking the Lord gave them the law of Moses, right? Weil sie das Gesetz übertreten haben, die 10 Gebote, haben sie das Gesetz des Mose erhalten. And he wrote them on two tables by his finger, so nobody could misinterpret God's will for his people, right? Und er hat sein Gesetz, also Gottes Gesetz, mit seinem Finger geschrieben, sodass niemand irgendwie in der Lage ist, Gottes Willen falsch zu deuten. So this right here was also given in conjunction with this law of carnal commandments, right? Und dieses Gesetz hier wurde also zusammengegeben mit diesem Gesetz dieser fleischlichen Satzungen. Okay. So let's go to Exodus 16. Gehen wir jetzt zu 2. Mose 16. Susie, verse 28, please. And the Lord said unto Moses, how long refuse ye to keep my commandments and my laws? Okay, who's he speaking to? Ja, wen spricht er hier? Yes, the Israelites. And where are they? Über die Israeliten. Und wo sind sie? In der Wüste. Before the Mosque. No, they're on their way to Mount Sinai, right? Well, the wilderness, they were in the wilderness for 40 years. There was after Mount Sinai they were. Sie sind zwar in der Wüste, aber sie waren hier gerade auf dem Weg zum Berg Sinai. But you could argue that, but the point is that that it's before Mount Sinai. Right? Also es ist auf jeden Fall vor dem Berg Sinai hier. So, what was given them on Mount Sinai? Und was wurde ihnen am Berg Sinai gegeben? Okay, only the 10 Commandments? Die 10 Gebote, aber nur die 10 Gebote? No, this law was what was given them on Mount Sinai, right? Nein, also die 10 Gebote und auch dieses Gesetz hier wurde ihnen am Berg Sinai gegeben. Okay, so what correlation does Exodus 16:28 have with Galatians 3 and verse 19? Also in was für einem Bezug steht hier 2. Mose 16, Vers 28 mit dem Vers von Galater 3, Vers 19? There's a law before. No, you're missing the point. It says in Galatians 3:19, wherefore serveth the law, it was added because of transgression. In Exodus 16:28, here is the transgression, right? Also hier in 2. Mose 16, Vers 28 spricht es dann über diese Übertretung. Was it his intention to give them this? War es Gottes Absicht, ihnen das hier geben zu müssen? No, it was given to them because of this transgression in Exodus 16, verse 28. Nein, es wurde ihnen gegeben wegen dieser Übertretung hier aus 2. Mose 16, Vers 28. So what does it tell us was in existence before God wrote the law on 2 tables of stone? Also was zeigt uns das schon? Was war schon vorhanden, bevor Gott diese 2 Steintafeln mit seinem Finger beschrieben hatte? God's law. Gottes Gesetz. But it was not written on tables of stone, right? It was an eternal law that existed long before that time, right? Aber es war vor Berg Sinai einfach noch nicht auf 2 Steintafeln geschrieben, aber es war ein Gesetz, was ja schon die ganze Zeit bestanden hat, ein ewiges Gesetz. Okay, Sandra, read Romans 3 and verse 20, please. Therefore, Römer 3, Vers 20. by the deeds of the law there shall no flesh be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. Okay, so what's the purpose of God's law? Also was ist der Sinn und Zweck von Gottes Gesetz? Right, it's only there to give you knowledge
of sin. Also Right. es ist letztendlich da, um dir Erkenntnis über die Sünde zu geben. That's its purpose, to reveal sin, right? Das ist der Sinn und Zweck, um Sünde zu offenbaren. Daniela, read Romans 5, verses 12 and 13. Lesen wir jetzt Römer 5, Verse 12 bis 13. Therefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed on all men, for that all have sinned. For until the law sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. Okay, so who was the one man that sinned and passed death upon everybody else? Wer ist dieser eine Mensch, der gesündigt hat und dann den Tod an alle weitergegeben hat? Adam, right? Adam. So, in order for Adam to have sinned, what must have been in existence? Und damit Adam sündigen konnte, was muss an Platz gewesen sein? Was musste existiert haben? The same law that God was convicting them upon on the way to Mount Sinai. Right? Dasselbe Gesetz, wo Gott sie überführt hat, dass sie das übertreten haben, als sie auf dem Weg zum Berg Sinai waren. So if there was no law, Adam could not have sinned, right? Also wenn es da kein Gesetz gegeben hätte, dann hätte Adam auch nicht sündigen können. Right? Yes. Richtig? Ja. Okay. So, the reason why it's here and it's written by the finger of God, God is showing us that this law has always been in existence. All he's doing is putting it here to remind them basically what is sin, right? Also letztendlich, was wir sehen können, ist, dass dieses Gesetz, die 10 Gebote, die haben schon immer existiert. Und er hat sie einfach hier im Berg Sinai nochmal gegeben, um sie nochmal dran zu erinnern. Because it says, in verse 13, for until the law, sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. Right? Vers 13 nochmal gelesen, dass die Sünde in der Welt war, aber Sünde wird nicht angerechnet, wenn es da kein Gesetz gibt. So the Lord had to give them this law to basically teach them what was sin. Otherwise, he could not hold it against them. Right? Also der Herr musste also hier nochmal die 10 Gebote geben, um sie letztendlich zu lehren, was Sünde ist. Ansonsten hätte er sie nicht zur Rechenschaft ziehen können. But not just the 10 commandments. All these carnal commandments were designed as a schoolmaster to teach them what was right and wrong. Right? Aber nicht nur die 10 Gebote allein, sondern auch die ganzen fleischlichen Satzungen. Beide zusammen waren wie ein Lehrmeister, um sie zu lehren, was richtig und was falsch ist. Okay. And can you just add a verse? Yes. In Romans 5 verse 20 it speaks about moreover the law entered that the offense might abound, but where sin abounded, grace did much more abound. So in a sense, Yes. this law was given that sin might abound, it says here. Yes. And so Galatians 3 verse 19 speaks about these 2 laws in a sense. That the moral law was added because of transgression in order to make sin abound, and this law was added in order to teach them how they can Obtain the grace of Christ. Yes, Yes. yes. Also letztendlich hier in Römer 5 Vers 20 spricht es davon, dass dieses Gesetz in die Welt kam, die 10 Gebote, damit die Sünde überaus sündig würde. Und Gott hat also in Galater 3 Vers 19 die 10 Gebote gegeben, damit sie wirklich die Sündhaftigkeit der Sünde sehen konnten, aber gleichzeitig auch dieses Gesetz, damit sie gelehrt werden, wie sie die Gnade Christi erhalten können. Yes. So one condemned them of the sin, and all these carnal commandments pointed them to a Savior, how they could receive grace for their sin. Also das eine Gesetz hat sie von ihrer Sünde überführt und das andere hat sie letztendlich dorthin gewiesen, wie sie die Gnade Christi, wie sie diesen Erlöser erhalten können. Okay, let's go to Hebrews chapter 9. Gehen wir jetzt zu Hebräer Kapitel 9. Wir sind auf Vers 1.
Lawrence, you want to read that first? Yes. Then verily the first covenant had also ordinances of divine service and a worldly sanctuary. So, which one is it talking about here? The Über law of welches, Moses or the law of God? über welches Gesetz spricht es hier? Gesetz des Mose oder das Gesetz Gottes? The law of Moses, right? Spricht hier über das Gesetz des Mose. It's under the first covenant, right? Das war hier unter dem ersten Bund. And it was given, it says here, ordinances, right? Und ihnen wurden diese Satzungen gegeben. And here, this is these ones here that was written about, these carnal ordinances. Das war hier, also diese fleischlichen Satzungen. Okay? But let's go to Colossians chapter 2 and verse 14. Aber gehen wir jetzt zu Kolosser 2, Vers 14. It says, blotting out the handwriting of ordinances that was what? Against us, right? Er hat die Handschrift der Satzungen, die gegen uns gerichtet war, ausgetilgt. Right? Which was contrary to us and took it out of the way, nailing it to his cross. So the question I have, there's 3 pieces of information there that's important. What are they? Also hier gibt es 3 Stücke an Informationen, die wichtig sind. Und was sind diese? Handwriting. Okay, handwriting. Whose Also handwriting? erstmal steht hier eine Handschrift. Moses, Das right? ist also das Gesetz des Mose. Das wurde mit Hand geschrieben. Right? Richtig? What else? What? No. Okay, so right, Was so sonst noch? there's one, right? The handwriting of Moses, Einmal hier die Handschrift des Mose. the ordinances Es steht dann, das waren hier diese Satzungen, that were against them, right? die gegen sie gerichtet waren. Right? So the handwriting of Moses, these carnal ordinances that were against them, that were placed on the side of the ark. This is what was blotted out at the cross, right? Deswegen hier diese Handschrift des Mose, was diese Satzungen waren, die gegen sie gerichtet waren, das ist, was am Kreuz ausgetilgt worden ist. So what was removed at the cross just by this understanding? Also was wurde folglich am Kreuz beseitigt, gemäß diesem Verständnis? The law of Moses or the law of God? Das Gesetz des Mose oder das Gesetz Gottes? The law of Moses, Das right? Gesetz des Mose, Which was designed to teach them of the grace of Christ, right? was letztendlich dazu diente, sie über die Gnade Christi zu lehren. Until when? Bis wann? Okay, that's true, but that's not what we read. It says until the time of Reformation, right? Bis zur Zeit der Reformation. So the law of Moses, these carnal commandments were given until the time of Reformation, until the antitype comes, right? Also diese fleischlichen Satzungen, die wurden gegeben bis zur Zeit der Reformation, bis der Antitypus kommen würde. So when this law, right, written on the stone tables here, convicted them of sin, under this carnal law, what was the propitiation for sin? Also wenn dieses Gesetz hier, die 10 Gebote, sie von ihrer Sünde überführt haben, was war dann unter diesem Gesetz hier die Mittel zur Sühnung für ihre Sünde? Yes, but like what? Lamb's blood. Also Okay, a die- lamb, etc., right? Die ganzen Typen, die auf Jesus hingedeutet haben, wie zum Beispiel das Lammopfer, das Blut des Lammes und so weiter und so fort. So the lamb pointed to Christ, right? Das Lamm hat folglich auf Jesus hingewiesen. And when John came at the time of Reformation, because John was a reformer, Und right? als Johannes der Täufer in der Zeit der Reformation dann kam, denn Johannes war ja ein Reformator, What did he say? was hat er gesagt? Behold the Lamb of God which taketh away the sin of the world, Er hat right? zu Jesus gesagt, siehe das Lamm Gottes, was die Sünde der Welt hinwegnimmt. So when Christ came as the time of Reformation, this was being done away, right? Deswegen, als Christus dann kam zur Zeit der Reformation, hat er das hier hinweggetan. So when Christ went on the cross, he was the Lamb of God taking away the sin of the world, right? Deswegen, als Christus ans Kreuz ging, war er das Lamm Gottes, was die Sünde der Welt hinweggenommen hatte. So the last couple of days we've been looking at this line with these 4 cherubims, right? Und die letzten paar Tage haben wir uns die Linie mit diesen 4 Cherubim angeschaut. Where are they all looking into? Und worauf haben sie alle hineingeschaut? Yeah, okay, physically into the ark, but
on the illustration, what are they looking into? Also physisch gesehen in die Arche, aber in der Darstellung auf der Linie, worauf haben sie geschaut? The cross experience, the investigative judgment of the living, right? Sie haben auf diese Kreuzeserfahrung geblickt, auf das Untersuchungsgericht an den Lebenden. Why? What happens in the investigative judgment of the living? Warum? Denn was passiert im Untersuchungsgericht an den Lebenden? The sons of God are manifest. About what we're talking about. The sins are blotted out, In right? Bezug auf das, was wir geredet haben, die Sünden werden dort ausgetilgt. So the Lamb of God, right, was pointing to this point in time in prophetic history, Also right? das Lamm Gottes hat auf diese Zeit in der prophetischen Geschichte hingewiesen. And what was the very first thing that happened on the beginning of the Day of Atonement? Und was ist das allererste, was passierte am Versöhnungstag? Man was killed. The goat, right, was the Lord's goat was sacrificed, Da right? wurde der Bock für den Herrn geopfert. Okay? So you can see how all these things are all pointing to this illustration at the end of the Deswegen, world. wir können Right? sehen, wie all diese Dinge hier über das Ende der Welt sprechen. So when we get to this point and your sins are blotted out, what's taken away? First part I missed. When we come to this point that we're just talking about, this illustration, what's taken away? Wenn wir zu diesem Punkt kommen, wo wir gerade darüber gesprochen haben, was wird hinweggenommen? Types of the ordinances. This is what's taken away, right? Also das hier wird hinweggenommen. Which is the types that point you down to this experience, right? Was diese ganzen Typen sind, die dich hinabweisen oder darauf hinweisen auf diese Erfahrung, die du haben wirst. Okay, now we'll come to this point of controversy. Und jetzt kommen wir zu diesem Streitpunkt. Because the point of controversy is that when you come down to this time and they come to the cross, the sins are blotted out, that the Sabbath is also taken away. Denn der Punkt der Kontroverse ist, dass wenn du hinabkommst zu diesem Punkt, zu dem Kreuz, wo jetzt letztendlich hier dieses Gesetz hinweggenommen wird, dann wird auch damit der Sabbat weggenommen. But where was the Sabbath instituted? Aber wo wurde der Sabbat eingesetzt? On Mount Sinai? Am Berg Sinai? Nein. No, when we read in Exodus 16, it says, "How long refuse you to keep my commandments?" Wir haben ja in 2. Mose 16 zum Beispiel gelesen, wo Gott gesagt hat, wie lange weigert ihr euch, meine Gebote zu halten? Why did he say that? Warum hat er das gesagt? Because the man went out to gather manna on the Sabbath, right? Weil dort der Mann hinausging, um Manna am Sabbat zu sammeln. Right? So before Mount Sinai, the Sabbath was eternal, right? This is why you have creation week in the book of Genesis. Deswegen vor dem Sabbat, vor dem Berg Sinai war der Sabbat bereits ewig da. Das findet man ja dann auch in der Schöpfungsgeschichte. Okay? Right. So let's go to Ephesians chapter 2. Gehen wir jetzt zu Epheser Kapitel 2. Epheser 2, Verse 14 bis 15. And Scott, read 14 and 15, please. 14 und 15. For he is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us, having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in himself of twain one new man, so making peace. So, okay, it says breaking down the middle wall of partition between us. Between whom? Also er hat hier diese Scheidewand zwischen ihnen niedergebrochen. Zwischen wem? What is this middle wall of partition? Was ist hier diese Scheidewand? Okay, now just let's answer. Oder diese Trennmauer? No, we're just guessing now. Go to this next quote, and it's Acts of the Apostles 1:35-3, and I'll just He Give also it- says it in this verse, right, what he broke down, what he meant. one second. Gehen wir jetzt zum nächsten Zitat. Marc wird das nochmal auch posten in die Livestream-Gruppe. Okay, let's
let's read this quote now. It says, Lass uns das Zitat lesen. the vision conveyed to Peter both reproof and instruction. It revealed to him the purpose of God, that by the death of Christ the Gentiles should be made fellow heirs with the Jews to the blessings of salvation. So what vision was Peter getting? Also was für eine Vision hat Petrus damals bekommen? Okay, those things coming down from heaven 3 times, right? Also diese unreinen Dinge, die da vom Himmel 3-mal kamen. And we know at the end of this, you saw this thing 3 times. Who was, it was in relation to Cornelius, who was also getting a vision about this, right? Und das war dann in Bezug zu Cornelius, der auch eine Vision bekommen hatte. So when we go through this investigative judgment of the living, at the end of it, who comes up and begins to inquire? Also wenn wir durch unser Untersuchungsgericht an den Lebenden hindurchgehen, wer kommt da am Ende und fängt an nachzufragen? The Gentiles, right? Die Heiden. So it says, as yet none of the disciples had preached the gospel to the Gentiles. In their minds, the middle wall of partition, broken down by the death of Christ, still existed, and their labors had been confined to the Jews, for they had looked upon the Gentiles as excluded from the blessings of the gospel. Now the Lord was seeking to teach Peter the worldwide extent of the divine plan. So when the Gentiles come in and begin to inquire, it's marking that the middle wall of partition has been broken down. Also wenn die Heiden ankommen und anfangen anzufragen, dann markiert das den Punkt, wo diese Scheidewand, diese Trennmauer niedergerissen wurde. And it tells us in verse 15, Und es sagt uns jetzt hier in Vers 15, Epheser 2, Vers 15, what it represents. was diese Trennmauer darstellt. So it says, having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances. Right? So what has been abolished? Also was ist abgeschafft worden? Yeah, the law of sin and death, right? Das Gesetz von Sünde und Tod. This flesh, this evil that's in our flesh has been taken away, right? Also das Böse aus unserem Fleisch ist hinweggenommen worden. Okay. I mean, it says also in Vers 16, Okay, I don't have it here, but go on. also in Vers 16, Epheser 2, Vers 16 steht dann auch noch, and that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having Yes. slain the enmity thereby. So it Yes. speaks about the enmity was taken away at the cross, which is this law of handwriting, Yes. of ordinances. Also es ist hier am Kreuz hinweggeschafft worden, diese Feindschaft, was ja diese Handschrift des Mose war, die in Satzungen bestand. So in order to partake of this, what did you have to be physically? Also um daran teilhaben zu können, was musst du physisch gesehen sein? Yeah, you had to be circumcised, right? Du musstest hier, unter diesen Satzungen musstest du buchstäblich beschnitten sein. Okay, so you had to partake of this physical circumcision to be grafted in as a Jew and partake of these carnal ordinances, right? Also musstest diese physische Beschneidung haben, um als Jude sozusagen dort eingepfropft zu sein, um daran teilnehmen zu können. So at the cross, this is removed, right? Und am Kreuz ist das hier hinweggenommen worden. But look what happened in Acts chapter 15, verse 5. Aber lass uns jetzt schauen, was passierte. Apostelgeschichte 15, Vers 5. Maris, read 5 and 10, please. Lesen wir in Apostelgeschichte 15, die Verse 5 und auch Vers 10. But there rose up certain of the sect of the Pharisees, which believed, saying that it was needful to circumcise them and to command them to keep the law of Moses. Now therefore, why tempt ye God to put a yoke upon the neck of the disciples, which neither our fathers nor we were able to bear? Okay, so what's happening? Also was passiert hier? Okay, After after the cross, people are coming back and saying that they're trying to put this back in place, right? Also nach dem Kreuz kommen jetzt hier Leute wieder und versuchen das hier wieder einzusetzen. What does that mean for us? Und was bedeutet das jetzt für uns? Trying to
Okay. Also wir versuchen, Yeah, but what are these? dieses Buchstäbliche wieder einzusetzen. Also Types, right? Das sind hier diese Typen. They're types, but what they're saying is they're trying to, that anti-type has come, but they're trying to point them back and make them keep the types as if the anti-type didn't exist, right? Also der Antitypus ist gekommen, aber sie haben sozusagen jetzt wieder einen Versuch unternommen, sie wieder zurück zum Typus zu bringen, als ob der Antitypus gar nicht existieren würde. So, God has come, and who are they trying to point them to? Gott ist gekommen, aber auf wen versuchen sie wieder zurückzuverweisen? To Moses, Zu Mose. right? The anti-type has come, and yet they're pointing them back to the type as if he had any virtue in him, right? Also der Antitypus ist gekommen und sie weisen sie wieder zurück auf den Typus, auf Mose, als ob Mose in sich selbst irgendeine heilende Kraft hätte. Okay, so let's now understand about the Gentiles coming in. Lass uns jetzt hier verstehen über die Heiden, die jetzt hier reinkommen. Go to Isaiah 56, Gehen wir dazu zu Jesaja 56, verses 2 down to 8. die Verse 2 bis 8. It said, Blessed is the man that doeth this, and the Son of Man that layeth hold on it, that keepeth the Sabbath from polluting it, and keeping his hand from doing any evil. Neither let the son of the stranger that hath joined himself to the Lord speak, saying, The Lord hath utterly separated me from his people. Neither let the eunuch say, Behold, I am a dry tree. So, these first two verses, who is the Lord now speaking about? Diese ersten 3 Verse, über wen spricht der Herr hier? Yeah, the Gentiles. Why? What does it say? Über die Heiden. The son of the stranger, right? Und was sagt es? Es spricht über die Söhne der Fremden. And he likens the son of the stranger to the eunuch, right? Und es vergleicht jetzt hier die Söhne der Fremden mit dem Eunuchen. Okay, verse 4. Vers 4. For thus saith the Lord unto the eunuchs that keep my Sabbaths, and choose the things that please me, and take hold of my covenant. Even unto them will I give in mine house and within my walls a place and a name better than of sons and of daughters. I will give them an everlasting name that shall not be cut off. Also the sons of the stranger that join themselves to the Lord to serve him and to love the name of the Lord to be his servants. Every one that keepeth the Sabbath from polluting it and taketh hold of my covenant. Even them will I bring to my holy mountain, and make them joyful in my house of prayer. Their burnt offerings, their sacrifices shall be accepted upon mine altar, for mine house shall be called a house of prayer for all people. The Lord God which gathereth the outcasts of Israel saith, Yet will I gather others to him beside those that are gathered unto him. Bis Vers 8. Now, this is speaking about the end of the world, right? Das spricht hier über das Ende der Welt, richtig? So which covenant is it speaking about? Über welchen Bund spricht es also hier? The new covenant, right? Spricht über den neuen Bund. Can't be speaking about the old covenant. Kann doch nicht über den alten Bund hier sprechen. However, it was typified in the time of the Jews under the old covenant. Aber nichtsdestotrotz, es wurde in der Zeit der Juden unter der Zeit des alten Bundes vorausgestattet. Because Gentiles could come in and be literally circumcised, and they would be led to keep the Sabbath, right? Denn die Heiden würden ja reinkommen damals und buchstäblich beschnitten werden und dann den Sabbat annehmen. But this gathering of others beside him is talking about the Gentiles coming in at the end of the world. Aber wenn es hier in Vers 8 steht, dass er noch weitere hinzusammeln würde, das spricht über die Heiden hier am Ende der Welt, die er sammeln wird. And if we go to Isaiah 66, Und wenn wir jetzt zu Jesaja 66 kommen, verses 23 and 24, Verse 23 bis 24, it says, And it shall come to pass that from one new moon to another, and from one Sabbath to another, shall all flesh come to worship before me, saith the Lord. And they shall go forth and look upon the carcasses of the men that have transgressed against me. For their worm shall not die, neither shall their fire be quenched, and they shall be an abhorring unto all flesh. So, if you transgress against God, according to this verse, what is it you're transgressing?
Also wenn du jetzt gemäß diesem Vers hier gegen Gottes Gesetz übertrittst oder Gottes Gesetz übertrittst, was tust du dann? Gegen wen übertrittst du? Verse 23, and then there's a contrast in verse 24. Also in Vers 23 und dann gibt es diesen Gegensatz in Vers 24. What are they doing in verse 23 in contrast to those in verse 24? Worshipping the Sabbath. Right, they're keeping the Sabbath, Also in Vers right? 23 halten sie den Sabbat. Is the Sabbath written in the law of God? Und ist der Sabbat im Gesetz Gottes niedergeschrieben? Yes, Yeah. right? So, and it says from one new moon to another, and the new moon is just the beginning of the month, right? Und der Neumond ist ja einfach nur der Anfang eines Monats. So what's it really saying? Also was sagt es hier letztendlich? From one month to another, right? From week to week, Von einem Monat zum anderen, von Woche zu Woche, they're going to come and worship the Lord on the Sabbath, werden sie right? kommen und den Herrn am Sabbat anbeten. Okay. And all those that refuse to keep the Sabbath, they will be eaten by the worms, it said, right? Und all diejenigen, die das ablehnen, die werden dann von den Würmern gefressen werden, sagt es hier. Okay. Go to James chapter 2, Gehen wir jetzt zu Jakobus Kapitel 2, verses 11 and 12. Vers 11 bis 12. For he that said, do not commit adultery, said also, do not kill. Now if thou commit no adultery, yet if thou kill, thou becomest a transgressor of the law. So speak ye, and so do, as they that shall be judged by the law of liberty. So what's going to judge us? Also was wird uns richten? The law of liberty. Das right? Gesetz der Freiheit. Okay, go to Matthew chapter 5. Gehen wir jetzt zu Matthäus Kapitel 5. Matthäus 5, Verse 17. Vers 17 bis 19. Think not that I am come to destroy the law of the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. For verily I say unto you, till heaven and earth pass, not one jot or one tittle shall in no wise pass from the law till all be fulfilled. Whosoever therefore shall break one of these least commandments and shall teach men so. What's Parminder doing? Also was tut Parminder? Teaching people to break God's commandments. Er right? lehrt Leute, Gottes Gebote zu übertreten. He shall be called least in the kingdom of heaven, but whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven. Right? So it's speaking about the law of God, right? Spricht hier über das Gesetz Gottes. Not one jot or one tittle is going to be removed from that law. Nicht ein kleines bisschen wird davon entfernt werden. Now, Isaiah 42, verse 21. Jesaja 42, Vers 21. It says, the Lord is well pleased for his righteousness' sake. He will magnify the law and make it honorable. Who's he speaking about here? Über wen spricht er jetzt hier? Christ, right? Es spricht hier über Jesus, über So- Christus. Christ came to magnify the law and make it honorable, right? Christus kam, um das Gesetz groß zu machen und ehrbar zu machen. 1 John 5 and verse 3. 1. Johannes 5, Vers 3. For this is the love of God, that we keep his commandments, and his commandments are not grievous, right? So what is the love of God? Also was ist die Liebe Gottes oder die Liebe zu Gott? Keep it on. To keep his commandments, right? Seine Gebote zu halten. Okay. Just one thought. Because we read here in James 2 verse 12, just before that. Yes. We read about the law of liberty. Yes. I'm going to come back to that in a second. Okay, you will? No problem. Also ich habe nur darauf hingewiesen, in Jakobus 2 Vers 12 wurde die 10 Gebote das Gesetz der Freiheit genannt. Okay, Da because kommen wir gleich mal zurück. we go to Hebrews 7 verse 18. Gehen wir jetzt zu Hebräer 7 Vers 18 und 19. It says, for there is verily a disannulling of the commandment going before, for the weakness and
profitableness thereof. For the law made nothing perfect, but the bringing in of a better hope did, by which we draw nigh unto God. So, in verse 18, what's been disannulled? In Vers 18, was wird dort aufgehoben? The commandments wurden vorgebunden and unfulfilled. Yeah, because in verse 9 it says, for the law made nothing perfect, right? Da steht ja also dieses Gebot, was letztendlich diese Schwäche und Unnützbarkeit hatte, denn das Gesetz hat nichts vollkommen gemacht. Das spricht So über where was the law abolished? das Gesetz hier. Also wo wurde ein Gesetz abgeschafft? At the cross, right? Am Kreuz. Tells us it was all these carnal commandments, right? Das sagt uns ja, es waren all diese fleischlichen Satzungen. And it says that these commandments that were disannulled were imperfect, right? Und es sagt uns, dass diese Gebote, die aufgehoben worden sind, imperfekt waren. Also unvollkommen. Right? But if you go to James chapter 1, Aber wenn wir jetzt zu Jakobus Kapitel 1 gehen, Vers verse 25. 25, right? Jakobus 1, Vers 25. It says, but whoso looketh into the what? The perfect law of liberty, and continueth therein, he be not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. So you can see the difference. One is imperfect, but the law of liberty is perfect. Also wir können den Unterschied sehen, das eine ist unvollkommen, aber das Gesetz der Freiheit, das ist vollkommen. And it says, until that which is perfect has come, right? Denn es hat uns ja gesagt, dass das hier bestand, bis das Vollkommene gekommen ist. Right? We've read these things, right? I wanted also to make the point, because it's the law of liberty, right? Yes. And about this we read in Acts chapter 15, it's a galling yoke. Yes. So in this sense, this is liberty and this is bondage. Yes. So Yes. this is two And, more aspects. and that's what Paul was saying. He says you want to bring them back into bondage when you make them keep these carnal commandments. right? Also wir sehen ja hier, dass das hier das Gesetz der Freiheit ist und die Bibel sagt aber, das hier ist dieses Gesetz der Knechtschaft, dieses Joch, was die Juden wieder den Christen aufdrängen wollten. That's what Paul also says in Galatians 4. Das ist ja auch, was Paulus in Galater 4 dann anspricht, über diese zwei Bündnisse, About Hagar and Sarah. Yes. über Hagar und Sarai, diese zwei Bündnisse. Okay, so we will cover the two covenants in more depth tomorrow. Und wir werden diese zwei Bündnisse in größerer Tiefe morgen dann nochmal behandeln. Okay, now go to 1 Corinthians 7 Gehen wir jetzt zu 1. Korinther Kapitel 7, and verse 19. Vers 19. So, it says, circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing, but the keeping of the commandments of God. Right? So, circumcision is pointed to this old covenant, right? Also die Beschneidung, die weist ja hier auf diesen alten Bund hin. And this is pointing to the uncircumcision. Und der neue hingegen auf diese, wo du dich nicht mehr beschneiden nach unbeschnitten sein. Talk about literal circumcision, right? Das spricht jetzt hier über diese buchstäbliche Beschneidung. So it doesn't matter whether you're circumcised as a literal Jew or uncircumcised as a spiritual Jew, right? Also es ist jetzt egal, ob du beschnitten bist als ein buchstäblicher Jude oder unbeschnitten bist als ein geistlicher Jude. It was all about the keeping of the commandments of God, Es right? geht immer um das Halten der Gebote Gottes. Because this law is eternal and it was written on stone there to show how eternal it was, right? Und dieses Gesetz Gottes, die 10 Gebote, die sind ewig und sie wurden auf Steintafeln geschrieben, um zu zeigen, dass sie für immer geltend sind. Okay, let's just finish off the last thoughts. Jeremiah 31. Lass uns jetzt mit den letzten Gedanken abschließen. Jeremia 31, Verse 31 bis 33. It says, Behold, the days come, saith the Lord, that I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah,
not according to the covenant that I made with the fathers in the day that I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt, which my covenant they break, although I was a husband unto them, saith the Lord. But this shall be the covenant that I will make with the house of Israel after those days, saith the Lord. I will put my law in their inward parts and write it in their hearts, and will be their God, and they shall be my people. So where is the Lord saying that he's going to put his law? Also was sagt der Herr, wo wird er sein Gesetz hinsetzen? Oh, Which is what? In unser Herzen. Und was ist das? No, what is the heart a symbol of in the Bible? Was ist das Herz? Wofür steht das symbolisch in der Bibel? It's your mind, right? Das ist dein Verstand. So he's removing all the wrong concepts out of your mind and putting his law in your mind. So if his law's in your mind, what does it make your mind now? Also er nimmt all deine falschen Konzepte jetzt aus deinem Kopf heraus und setzt sein Gesetz dort hinein. Also was passiert dann? Your mind is holy, Was right? passiert mit deinem Verstand? Dein Verstand wird jetzt heilig. It's the most holy place, right? Das ist das Allerheiligste. This is where the Lord wants to place, and it was typified by these 2 tables of stone that were placed in the ark, right? Also das ist das Allerheiligste und das ist vorausgeschattet worden durch diese 2 Steintafeln, die in die Bundeslade gelegt worden sind, dort im Allerheiligsten. So, in Christ, he typified this, right? Und Christus, er hat das vorausgeschattet. In Psalm 40, verses 7 and 8, Nämlich im Psalm 40, Verse 7 bis 8, last couple of verses. lesen wir. It says, Then said I, Lo, I come in the volume of the book, it is written of me, I delight to do thy will, O my God, yet thy law is written within my heart. So when Christ came, where was God's law written? Also als Christus kam, wo wurde das Gesetz Gottes geschrieben? In his heart. He had a holy mind, right? Wohin vielmehr? In sein Herz. Er hatte einen heiligen Verstand. This was the contrast between Christ and the Jews, right? Und das war dieses Gegensatz zwischen Christus und den Juden. The Jews were under this carnal commandment, but Christ had the law written in his mind, Also right? die Juden waren unter diesen fleischlichen Satzungen, aber Christus hatte das Gesetz in seinem Verstand gehabt. Okay, this was what he was trying to get us to have his mind, right? Und das ist ja, wo er uns hinbringen möchte, dass wir seinen Verstand haben. Okay, Romans 2, 25 to 29. Römer 2, Verse 25 bis 29. For circumcision verily profiteth, if thou keep the law. But if thou be a breaker of the law, thy circumcision is made uncircumcision. Means that you become like a Gentile. Also wenn du das Gesetz brichst, dann wird deine Beschneidung wie ein Unbeschnitten sein. Du wirst letztendlich in Gottes Augen wie ein Heide. Therefore, if the uncircumcision keep the righteousness of the law, shall not his uncircumcision be counted for circumcision? And shall not the uncircumcision, which is by nature, if it fulfill the law, judge thee, who by the letter and circumcision dost transgress the law? For he is not a Jew, but is one outwardly, neither is that circumcision which is outward in the flesh, but he is a Jew which is one inwardly, and circumcision is that of the heart and the spirit, and not of the letter. Right? So, the uncircumcision, who have the law written in their heart through the Spirit, will judge the circumcision who claim to keep the law. Right? Also die Unbeschnittenen, diese buchstäblichen Unbeschnittenen, die das Gesetz Gottes in ihrem Herzen geschrieben haben, die werden diejenigen richten, die letztendlich beschnitten sind, aber das Gesetz Gottes nicht halten. Okay, and in 2 Corinthians chapter 3 and verse 6, 2. Korinther 3, Vers 6. who also hath made us able ministers of the New Testament, not of the letter, but of the Spirit. For the letter killeth, but the Spirit giveth life. Right? The letter of the law, right here, brings sin and death. Right? Also der Buchstabe des Gesetzes, der bringt hier Sünde und Tod. But when it's written in your heart, it brings life. Right? Aber wenn dasselbe Gesetz in dein Herz geschrieben ist, dann bringt es das Leben. Okay. Also So, die 10 Gebote. 1 John 3, 1. Johannes 3, verses 7 to 10. Verse 7 bis 10. Little children, let no man deceive you. He that doeth righteousness is righteous, even as he is righteous.
He that committeth sin is of the devil, for the devil sinneth from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. Whosoever is born of God doth not commit sin, for his seed remaineth in him, and he cannot sin because he is born of God. In this the children of God are manifest, and the children of the devil. Whosoever doeth not righteousness is not of God, neither he that loveth not his brother. What's it saying right here? Was sagt uns das hier? That when you come to this final test, him that teaches to break God's law is from the devil, and him that has God's law written in his heart and keeps God's law is like Christ. Right? Es sagt uns hier, dass wenn du zu einem finalen Test kommst und derjenige, der dir sagt, du sollst Gottes Gesetz brechen, der ist vom Teufel, aber die anderen, die sagen, du sollst Gottes Gesetz halten, sie selbst haben das Gesetz Gottes in ihrem Herzen geschrieben. Right? I Richtig? mean, you have to throw out the whole spirit of prophecy to uphold the fact that you have to keep the Sabbath, right? And that's what will come next. Und man muss letztendlich den gesamten Geist der Weissagung hinwegtun, um letztendlich zu dieser Lehre zu kommen, dass du den Sabbat nicht mehr halten musst. Und das ist aber auch, was kurz bevorsteht. Okay, last verse, Luke 1 and verse 6. Letzter Vers, Lukas 1, Vers 6. It says, and they were both righteous before God, walking in all the commandments and ordinances of the Lord, blameless. So what made them righteous? Also was hat hier Zacharias und Elisabeth gerecht gemacht? According to the commandments and ordinances. Okay, so they were still under the old covenant, right? Also sie haben gemäß der Gebote und der Satzungen gelebt. Sie waren immer noch unter dem alten Bund damals. Okay, but they were walking according to all the commandments and the ordinances, and that made them blameless. Aber sie haben gemäß aller Gebote gelebt und auch dieser Satzungen und waren deswegen tadellos vor Gott. So it tells them that they were both righteous, right? Sagt uns hier, dass beide gerecht waren vor Gott. And what made them righteous was that they understood the spirituality of the law, right? Und was sie gerecht gemacht hat, ist, dass sie die Geistlichkeit des Gesetzes verstanden haben. Hence they were walking in all God's commandments, right? Und deswegen sind sie in allen Geboten Gottes gewandelt. Okay, it's very clear, right? Ich denke, es ist sehr deutlich, richtig? You have to spend some time making sure that you understand these points, and there's many more in the Bible also. Und ihr müsst also selbst jetzt Zeit aufwenden, damit ihr sicherstellen könnt, dass ihr diese Punkte selbst nachvollziehen könnt. Und es gibt noch viele weitere in der Bibel. So tomorrow, just to add to this, we will look at the two covenants. Und morgen früh, einfach um da noch was drauf aufzubauen, da werden wir uns die beiden Bündnisse anschauen. Because we must understand these themes and differentiate between them, right? Denn wir müssen in der Lage sein, diese Themen zu verstehen und sie voneinander zu unterscheiden. Because if you don't understand it, when the test comes, you will get shaken out, Denn wenn du das nicht verstehst und der Test kommt, dann wirst du hinausgeschüttelt werden. right? Richtig? Okay, let's close with Lass uns abschließen. Dear Father in heaven, Lieber Vater im Himmel, thank you for this morning, danke für diesen Morgen. and thank you that you show us these two laws, Und danke, dass du uns diese zwei Gesetze gezeigt hast that you want to write your law on our heart. und dass du dein Gesetz auf unser Herz schreiben möchtest. And we ask that you would please help us, that we would allow you to do this work. Und wir möchten dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir dir die Erlaubnis geben, dieses Werk in uns zu tun. Because you will not force it upon us. Denn du wirst das nicht uns aufzwingen. So we ask that we would make this right choice. Deswegen bitten wir dich, dass du uns hilfst, diese richtige Wahl zu treffen. We ask for your guidance throughout this day, Und wir bitten um deine Führung diesen Tag hinweg and especially for our brothers and sisters out there. und auch ganz besonders noch für unsere Geschwister dort draußen. Thank you. In Jesus' name. Und wir danken dir in Jesu Namen. Amen.